Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Jetzt wird es fundamental. Wir wollen euch heute aus der Einsicht den Geobasiszwilling vorstellen und seine Bedeutung für urbane digitale Zwillinge. Aber bevor es fundamental wird, würde ich euch gerne noch mal auf unseren Würfel entführen, und der kommt auf Folie 2. Genau, da ist der Würfel, und ich würde euch nämlich gerne noch mal auf diesen Würfel entführen, um einfach noch mal zu klären: Es gibt unterschiedliche Informationsressourcen in den Kommunen, und diese Informationsressourcen, die setzen sich aus unterschiedlichen Komponentenelementen zusammen. Wir haben die Geobasisinformationen, wir haben die Fachdaten, wir haben die Analysen und die Anwendungen. Wir haben ja schon mal bei der Definition des digitalen Zwillings haben wir schon mal darauf hingewiesen, dass einige dieser Komponenten kuratiert werden können, also von den Kommunen selber, und als Geobasiszwilling betrachtet werden können. Also das vielleicht noch mal so die kurze Einführung, wo die Reise hingeht. Und jetzt eben noch mal zu den wesentlichen Merkmalen des digitalen Zwillings. Er ist eine wesentliche Grundlage von urbanen digitalen Zwillingen einer datensouveränen Stadt und fasst im Prinzip all die Informationsressourcen zusammen, die wir hier auch als städtische Basisinformationen bezeichnen wollen. Geobasisinformationen definieren im Grunde genommen den Raumbezug. Sie ermöglichen eine persistente und fachübergreifende Informationsverknüpfung und schaffen damit einen eindeutigen Interpretationsraum. Also die Frage nach dem Wo, die wird eindeutig beschrieben und ja, als fundamentale Grundlage bereitgestellt. Der Geobasiszwilling ist demnach eben auch die Grundlage aller weiteren Zwillinge einer Stadt und Kommune. Der Geobasiszwilling bildet den geodätischen Rahmen für alle Zwillinge einer Stadt. Das heißt, es wird ein Koordinatenbezugssystem festgelegt. Also hier geht es tatsächlich darum, zunächst einmal die Koordinatengrundlage festzulegen, damit wir alle vom gleichen Raum sprechen und nicht von unterschiedlichen Bezugssystemen. Was wir noch vorliegen haben, ist eine intelligente Vernetzung von gebietsbezogenen Geobasisinformationen, und zwar geometrisch und semantisch. Das heißt, dass wir auf der einen Seite eine geometrische Einheitlichkeit haben, also wissen, wo liegen die Objekte, in welcher geometrischen Beziehung, Lagebeziehung liegen diese Objekte, aber sie sollten auch inhaltlich Gemeinsamkeiten aufweisen und hier ein homogenes Abbild der Realität, der kommunalen Realität liefern. Dazu kommen neben der Abbildung der Objekte auch Methoden zur Analyse dieser Daten beziehungsweise dieser Objekte. Das setzt die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir hier Datensilos öffnen. Dazu haben wir auch schon mal grundsätzlich über das Thema Datenintegration gesprochen. Hier kann man urbane Datenplattformen einsetzen, um das zu realisieren. Und das heißt am Ende, dass wir Geobasisdaten beziehungsweise Geobasisinformationen ganzheitlich denken, also auch über das hinausgehen, was sich eigentlich bisher nur in dem stillen Kämmerchen der Geoinformationsspezialisten abgespielt hat. Also wir gehen über die Flurstücke hinaus und betrachten eben auch Objekte der Stadt wie Bäume, Straßenachsen und so weiter. Der Geobasiszwilling definiert eben in dem Maßen eine semantische und technisch eindeutige Interpretationsgrundlage, eben auch für Visualisierungen, Simulationen und Analysen von Instanzen. Also wir haben hier natürlich auch eine Grundlage, nicht nur eine technische Grundlage, die technische Aspekte betrifft, sondern eben auch eine Visualisierungsgrundlage. Also das, was wir dann sehen und wahrnehmen können, auch das sollte natürlich am Ende einheitlich gestaltet sein. Und wir haben natürlich und sollten hier an der Stelle eine eindeutige Bezugsherstellung haben, was die physischen und nicht physischen Objekte und Komponenten betrifft. Also jedes Objekt der Stadt oder jede Komponente, die hier zum Einsatz kommt, das können eben auch Algorithmen, Analysen, Anwendungskomponenten sein, die sollten eindeutig identifizierbar und auch beschreibbar sein. Dieser benötigte Datenbestand, also wenn wir uns hier nochmal konkret auf die Daten beziehen, kann in einem homogenen Datenmodell, aber auch in unterschiedlichen interoperablen Datenmodellen aktuell gehalten werden.
Die Abhängigkeiten sollten hier modelliert werden, also die Abhängigkeiten auch der Objekte zueinander und sollten natürlich auch möglichst automatisiert und echtzeitnah an die Zwillingsinstanzen weitergegeben werden. Das heißt, dass der Geobasis-Zwilling hier in Bezug auf weitere Zwillingsinstanzen eine Broker-Funktionalität einnimmt. Das hat zur Folge, dass der Geobasis-Zwilling wissen muss, welche anderen Zwillinge es gibt und welche ihn nutzen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, dass es den Geobasis-Zwilling in seiner Form überhaupt gibt und das auch in versionierter Form. Das heißt, wir können natürlich Informationsressourcen zu einem bestimmten Zeitpunkt als Bestandteile des Geobasis-Zwillings kuratieren und diese Kuratierung ist mit einem Zeitstempel besetzt und kann natürlich, sage ich mal, in einem halben Jahr, wenn ein halbes Jahr vergangen ist, ganz anders aussehen. Es kann sein, dass dann neue Funktionalitäten hinzugekommen sind, neue Inhalte hinzugekommen sind. Und wir wollen hier einfach die Möglichkeit auch schaffen, dass diese Sicht auf die Fundamente der Stadt natürlich hier auch in gewisser Weise historisiert vorliegt, also versioniert vorliegt. Das inhaltliche Design, das habe ich schon ein Stück weit erwähnt, auch über diesen Begriff kuratieren, ist anpassbar und kann von jeder Stadt individuell festgelegt werden. Es gibt viele Städte, die betreiben momentan auch Stadtgrundkarten, die ähnlich aufgebaut sind. Also das wäre vielleicht so eine Art oder ein anderes Produkt, an dem man sich da vielleicht auch orientieren kann. Änderungen der Daten im Geobasis-Zwilling haben natürlich Auswirkungen auf andere Zwillinge, sonst wäre es hier in dem Fall ja auch keine Broker-Funktionalität, die hier vorliegt. Das heißt, wenn wir ein neues Gebäude im Geobasis-Zwilling haben, so sollte das Auswirkungen haben auch auf die angeschlossenen oder daraus abgeleiteten Zwillingsinstanzen. Und diese Änderungen haben eben auch dann Auswirkungen auf Simulationen und Auswertungen, als auch auf Visualisierungen in den jeweiligen Fachzwillingen. Und was man sich hier noch vorstellen kann, das ist natürlich so eine bidirektionale Verbindung. Jetzt gibt es sicherlich Themen, die sind sehr fachspezifisch. Jetzt gibt es Algorithmen oder Simulationsfunktionalitäten, die sehr fachspezifisch ist. Und von daher kann es eben auch sinnvoll sein, dass wir nicht nur eine Verbindung haben vom Geobasis-Zwilling auf die Fachzwillinge, sondern eben auch eine bidirektionale Verbindung der Fachzwillinge und des Geobasis-Zwillings untereinander. Also auch eine Rückkopplung hier möglich ist. Wir haben euch zum besseren Verständnis 2 Beispiele mitgebracht, wie dieses Zusammenspiel des Geobasis-Zwillings mit anderen urbanen digitalen Zwillingen aussehen kann. Und ich würde jetzt mit dem ersten Beispiel starten wollen. Wir haben hier oben links den Geobasis-Zwilling im Prinzip einmal dargestellt. Wir gehen hier von einem hypothetischen Beispiel aus und jetzt gehen wir dann mal davon aus, wenn wir diesen schwarzen Linien folgen und nach unten links gehen zum demografischen Zwilling, dass beispielsweise ein Geobasis-Zwilling einen geodifferenzierten Adressdatensatz für den demografischen Zwilling zur Verfügung stellt. Das heißt, die Adressen, die in einer Stadt womöglich zentral zur Verfügung gestellt werden, werden für diesen Geobasis-Zwilling als wesentlicher Bestandteil kuratiert und werden anderen Fachzwillingen zur Verfügung gestellt, in dem Moment hier dem demografischen Zwilling, der darauf basierend die mikroräumlichen demografischen Prognosen ableitet und die Ergebnisse dieser Prognosen wiederum dem Geobasis-Zwilling zur Verfügung stellt. Und wenn diese Ergebnisse dann auch dem Geobasis-Zwilling zuordnenbar sind, also wir sagen halt, es sind wesentliche Erkenntnisse, die hier allen Fachzwillingen zur Verfügung gestellt werden sollen, dann können wir diese wiederum für andere Fachzwillinge zur Verfügung stellen. Das deutet hier der zweite Fall an, nämlich der reicht jetzt auf einen weiteren Zwilling, nämlich den Stadtplanungszwilling, hier mal als Beispiel herausgepickt. Dort kann die räumliche Verteilung von beispielsweise Schulkindern, aber auch von Bevölkerungswachstumsprognosen in die Quartiersentwicklung mit integriert werden, berücksichtigt werden, entsprechende Umgebungs- bzw. Umweltanalysen können darauf basierend erfolgen. Und wenn wir das gemacht haben, also wenn wir hier auf dieser Planungsebene, langfristige Planungsebene, Grundlagen geschaffen haben, dann können auch diese wiederum in anderen Fachzwillingen verwendet werden. Das zeigt die nächste Folie. Wir haben hier eben
die Kita-Netzplanung als Beispiel herausgesucht, und die Kita-Netzplanung, die macht ja eher 'ne kurzfristige Planung, der Standorte, und die kann aber wiederum auf die Ergebnisse der Quartiersplanung, aufbauen. Der Planungsentwurf, der daraus entsteht, kann dem Geobasiszwilling zur Verfügung gestellt werden, und falls wir im Hintergrund generische, Regeln, oder Konditionen hinterlegt haben, beispielsweise die Erreichbarkeit von Kitas und Schulen für Schul und, Kindergartenkinder soll nicht mehr als 30 Minuten ausmachen, dann kann das hier geprüft werden und beispielsweise zentral geprüft werden und dann jeweils der Entscheidung als Grundlage mitgegeben werden. Und diese Entscheidung ist natürlich am Ende eine Fachentscheidung, kann aber eben auf Grundlagen des Geobasiszwillings aufsetzen. So viel jetzt erst mal zu diesem Beispiel, und, Nicole hat euch noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Genau, danke, Matthias. Beispiel 2 ist ähnlich strukturiert. Wir haben eine ganz ähnliche Darstellung hier gewählt, starten auch wieder ausgehend vom Geobasiszwilling. Und in diesem Beispiel, liefert der Geobasiszwilling Gebäudeinformationen an ein BIM-Projekt, Bauprojektzwilling hier genannt. Zu Beginn sozusagen des BIM-Projektes, dann wird diese Grundlage genutzt, um dieses BIM-Projekt vorzuschreiben. Irgendwann sind wir an 'nem Punkt, wo wir ein S-Bild-Modell haben, also das Gebäude letztendlich gebaut ist. Und dann gibt es formal 'ne Einmesspflicht. Innerhalb von 2 Jahren muss das Gebäude eingemessen werden. Das ist natürlich 'n relativ langer Zeitraum, und vielleicht möchten, verschiedene Abteilungen in der Stadt auch vorher schon wissen, dass es dieses Gebäude ja bereits gibt. Das heißt, das Bildmodell könnte dann in den Geobasiszwilling als neues Gebäude eingearbeitet werden, natürlich mit dem Hinweis, dass es eben noch nicht amtlich vermessen ist. Und diese Informationen, also diese aktualisierten Gebäude, würden dann wiederum verschiedenen anderen Zwillingen zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt hier beispielsweise einen Planungszwilling, aber eben auch sonstige Zwillinge, die ich hier nicht weiter benannt habe, zur Verfügung stellen. Und diese aktualisierten Gebäude könnten auch dazu führen, dass zum Beispiel die Schattenanalyse, die Teil des Geobasiszwillings ist, also als eine häufig verwendete Komponente bereitgestellt wird, dass die eben angepasst wird und dieses Gebäude bereits mit berücksichtigt. Ganz konkret könnte das jetzt heißen, dass der Planungszwilling eine Schattensimulation machen möchte, dafür nicht nur die aktualisierten Gebäude, sondern auch zum Beispiel die Bäume aus dem Geobasiszwilling nutzen möchte und dann eben auf Grundlage von Informationen, die vielleicht, weiß ich nicht, vor 2 Monaten aktualisiert wurden im Fall der Bäume, aber eben auch hochaktuellen Daten, im Fall der Gebäude, dann eben diese Schattensimulation auszuführen. An der Stelle geht es dann im Fachzwilling, weiter. Das würde ich jetzt hier nicht weiter ausführen, weil unser Fokus der Geobasiszwilling ist. Aber es gibt noch einen anderen Fall, nämlich den Fall, wo die aktualisierten Gebäude Einfluss auf eine Analysekomponente haben, die nicht Teil des Geobasiszwillings ist. Und hier habe ich jetzt das Beispiel Windanalyse genommen. Auch diese würde sich natürlich aktualisieren können mit den aktualisierten Gebäuden. Und auch diese könnte dann zum Beispiel dem Planungszwilling zur Verfügung stehen, um auch da dann, entsprechende Fachuntersuchungen zu machen. Genau, also kurz noch mal zusammengefasst, das, was, Matthias auch gerade schon gesagt hat. Wir haben einerseits Daten, die grundlegend sind, die wir, zur Verfügung stellen. Das tun wir auch teilweise schon. Aber, und das ist halt neu, es gibt eben auch Analysekomponenten und Anwendungskomponenten, die wir bereitstellen über den Geobasiszwilling, die eben an verschiedenen Stellen in der Stadt genutzt werden. Und das Beispiel mit dem, Bauprojektzwilling zeigt das, die eben auch in beide Richtungen möglich sind. Also, Geobasiszwilling liefert Informationen an das BIM-Projekt, aber das BIM-Projekt liefert auch wieder Informationen zurück an den Geobasiszwilling. In der Arbeit, die wir uns hier gemacht haben, sind wir auch immer wieder auf die Frage gestoßen, ob denn der Geobasiszwilling ein Zwilling ist. Und das haben wir jetzt hier noch mal versucht, am Beispiel dieser im CAD-Projekt bekannten Wissenspyramide noch mal darzulegen. Und wenn ihr euch erinnert, in dieser Wissenspyramide starten wir bei Daten, gehen dann über Informationen zum Wissen bis hin zu automatischen Reaktionen, Steuerung von realen Objekten. Also nach oben hin immer weiter in diesen Zwillingsbereich rein. Und wir haben jetzt versucht, noch mal im Geobasiszwilling diese einzelnen Stufen durchzugehen und zu zeigen, dass die alle bedient werden können vom Geobasiszwilling mit kleinen Beispielen. Starten tun wir mit
Rohdaten, die aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden können. Das kann eine ganz einfache Vermessung sein, das kann eine Umfrage sein, das kann aber eben auch so ein Datensatz sein, der Befahrungsdaten beinhaltet. Hier sieht man jetzt auf der linken Seite einmal die Bilder, die da gemacht werden, also Fotos, und auf der rechten Seite die Punktwolken. Die Punkte sind dann jeweils eingefärbt nach den Pixelwerten sozusagen der Fotos, sind aber noch dumm in dem Sinne. Das heißt, das Pixel, was hier, oder der Punkt in der Punktwolke, der zum Auto gehört, der weiß nicht, dass er ein Teil des Autos ist. Deswegen haben wir das Beispiel hier bei Rohdaten mit reingenommen. Und diese Daten sind natürlich dann wunderbar mit KI auswertbar, und man kann, weiß ich nicht, Straßenbäume, Straßenschilder oder Ähnliches erfassen. Genau, bei den Informationen sind wir im Bereich der strukturierten Daten. Da haben wir jetzt auch hier ein Beispiel mitgebracht aus einem 3D-Stadtmodell, wo einfach Informationen hinterlegt sind, eine Grundhöhe, eine Grundfläche, ein Datum, an dem das Objekt erstellt wurde, was sicherlich nicht das Erbauungsdatum ist, sondern wann das Objekt digital erstellt wurde. Andere Beispiele wären hier zum Beispiel Straßen, die dann entsprechend klassifiziert sind nach Bundesstraße, Landesstraße und so weiter. Oder auch Bäume, wo man von Baumhöhe, Baumart, Stammumfang oder Kronendurchmesser verschiedene Informationen hinterlegen kann, die dann eben genutzt werden können in Anwendungen. Genau, wenn wir in den Bereich Wissen kommen, also dahin, wo es dann um Monitoring, Simulation, Vorhersagen und Ähnliche geht, dann habe ich hier noch mal das Schattenbeispiel oder unten auch angedeutet das Windbeispiel mitgebracht. Hier ist jetzt relativ einfach erst mal zu sehen, ne? Es gibt 3D-Gebäude mit einem Schattenwurf zu einer bestimmten Zeit an einem Tag, und man kann dann eben simulieren, wie dieser Park mit Spielplatz beschattet wird, und kann dann eben überlegen, ja, wenn man ein weiteres Gebäude plant, ob das so sein soll, was auch immer die fachlichen Fragestellungen sind. Das Beispiel habe ich ja eben schon erklärt. Genau, und in der Königsdisziplin, also in dem Fall, wo es um die Steuerung von realen Objekten geht, haben wir auch noch mal 'n Beispiel rausgepickt. Hier ist die Idee, dass man aus Luftbildern automatisiert neu gebaute Gebäude erkennt. Also, man erkennt einerseits das Gebäude im Luftbild, gleicht es dann mit dem 3D-Modell ab, in dem es halt noch fehlt, und kann dann automatisiert an die Einmesspflicht erinnern, was sozusagen dann ein Eingriff in die Realität ist, der dazu führt, dass das Gebäude eingemessen wird, wodurch dann der Datensatz wieder aktualisiert wird. Genau, das waren die Beispiele. Ich habe jetzt hier noch mal auf der linken Seite auf 'ne Veröffentlichung verwiesen, die wir auch im Rahmen des CAD-Projektes erstellt haben, wo noch mal die Definition und auch der Geobasiszwilling erläutert sind. Aber, und das war mir auch wichtig, auf der rechten Seite haben wir auch noch mal die Information einfach mitgebracht, dass der Geobasiszwilling nicht nur 'n reines CAD-Thema ist, sondern dass das auch an anderen Stellen bewegt wird. Beispielsweise diskutiert der Deutsche Städtetag sowohl den urbanen digitalen Zwilling allgemein als auch den Geobasiszwilling als Zukunftsthema. Und als CAD-Projekt haben wir den Geobasiszwilling haben wir eine DINSPEC initiiert und dort auch den Geobasiszwilling als Anwendungsfall platziert. Die DINSPEC nutzen wir, um unsere CAD-Inhalte dort reinzugeben. Wir haben da ungefähr 30 Partner drin, die aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und auch Verbänden besteht, und können dort eben die Projektergebnisse weiterentwickeln, Feedback zu unseren Ideen bekommen und die verbessern und das Ganze dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres veröffentlichen, sodass es auch anderen Kommunen zur Verfügung steht. Und damit sind wir mit unserer Präsentation am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Matthias.